Oh, guten Morgen, ihr lustigen Knusperschnecken. Oh, es ist eisekalt. Nicht so kalt wie letzte Nacht, aber es ist kalt. Ja, hier ist mein Camp. Ich bin so ein bisschen ab, wie ich schon gestern sagte, von dieser Bundesstraße. Ja, da hinten irgendwo ist Wasser. Jedenfalls haben die ganze Nacht, oder seit es hell wurde, so ein paar Enten gequiekt, wie bescheuert und Geräusche gemacht. Ja, jetzt erstmal irgendwie wieder das ganze Zeug hier einpacken, ans Fahrrad basteln und dann geht's weiter. Heute 180 Kilometer muss ich mich auf alle Fälle ein bisschen ranhalten. Ist schon wieder viel zu spät und mir ist kalt und irgendwie, naja, los geht's. Huiuiui, ey. Ist echt noch ganz schön neblig. Wir haben kurz vor 10 und es hört einfach nicht auf. Man sieht die Hand vor Augen kaum. Ich habe hinten das Licht an vorne, damit man mich hier irgendwie sieht auf den Straßen. Ich hoffe nicht, dass man mich hier noch über den Haufen fährt. Ich nehme mir alle noch relativ viel Rücksicht auf Radfahrer. Und jetzt geht's bergauf. Na super. Oh Mann. Oh Mann, so, ersten Berg des Tages geschafft. Ich bin jetzt auf 771 Meter. Das sind vielleicht 10 Kilometer hier hoch, aber man braucht ewig dafür mit Gepäck. Und ich wollte auch nicht anhalten, um mal die Jacke auszuziehen. Oh Mann, naja, vorne geht's runter, auf geht's. Eine Ewigkeit später. Von wegen nur 10 Meter mehr. Ich bin jetzt noch mal gute 150 Höhenmeter mehr gefahren. Boah. Das schlaucht echt ganz schön mit dem Gepäck. Da sieht man so ein bisschen die Berge, da geht es jetzt runter. Ja, also Wechsel auf GoPro, bergab. Jetzt ging es erstmal eine ganze Weile bergab, ja, und da vorne, da geht's wieder hoch. Naja, bisher komme ich ganz gut voran, also huschen, huschen, huschen. 20 Minuten später. Oh, oben angekommen, am zweiten Berg. Einen muss ich noch, da vorne geht's irgendwo jetzt hin. Ich habe keine Ahnung, ob da oder da. Da muss ich heute noch rüber. Oh Mann, naja, Jacke anziehen, Wechsel auf GoPro und abwärts. Uiuiui, so, ich habe jetzt nach 3 Tagen den ersten warmen Kaffee mal getrunken. In dem Laden hinter mir, man erkennt ihn vielleicht. Der eine oder andere von euch wird vielleicht den Titty Twister kennen aus From Dusk Till Dawn. Ungefähr genauso ist es da drin. Ich wartete nur noch auf das Mädel, was jetzt auf dem Tresen tanzt mit einer Schlange um den Hals. Da drin wird auf den Boden gespuckt. Ich wurde mega schief angeguckt von den ganzen Truckern, denen wahrscheinlich hier diese ganzen Dinger gehören. Oder das, eben waren es noch mehr. Naja, da vorne ist noch eine Tankstelle. Da kaufe ich jetzt noch mal ein bisschen Kram ein und dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich mich beeile. Noch 250 Kilometer bis Malaga. Das ist ein Naturschutzgebiet, durch das ich jetzt fahre. Da kommt jetzt mal nichts. Das heißt, ich muss mich hier eindecken und dann hopp ich. Sonst komme ich morgen nicht mehr an und eigentlich möchte ich heute noch mindestens 100 Kilometer schaffen. Naja, los geht's. Die letzten Aufnahmen, die ihr gesehen habt, hatte ich die GoPro im Mund und bin wie ein Bescheuerter diese Berge runtergefahren. Das Ganze hat leider kein Ende genommen und mir wurde immer kälter und kälter und kälter. Deswegen habe ich den kurzen Entschluss gefasst, such dir ein Hotelzimmer. Und hier bin ich in einem Hotelzimmer in einem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Vielleicht blende ich das hier irgendwo ein, wie der Ort heißt. Ja, nennt mich Weichei oder nicht. Nach 2 Tagen draußen mit Frost und Co. habe ich definitiv keinen Bock mehr. Ich war auch gerade schon duschen. Das
war der Wahnsinn. Ich fühle mich jetzt auf alle Fälle wie ein neuer Mensch. Na, jetzt gehe ich erstmal was einkaufen und dann was essen und dann gucke ich ganz, ganz viel spanisches Fernsehen, denn wie ihr wisst, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Ja, und morgen früh um 9 geht es dann weiter. Letzte Etappe nach Malaga. 200 Kilometer. Morgen all in oder nicht. Ich meine, ich habe ein Ziel, von daher ist es egal, wenn mir kalt wird. Am Ende kann ich immer noch in einem richtigen Bett schlafen und habe dann am Ende warme Hände und muss nicht irgendwo im Zelt pennen. Naja, wie gesagt, jetzt gehe ich was essen und wir sehen uns morgen früh. So, ich habe geschlafen wie ein Stein. Es war mega warm. Sehr, sehr toll. Jetzt geht es wieder aufs Fahrrad, die letzten 190 Kilometer nach Malaga und dann habe ich es geschafft. In einem Ort, vorher treffe ich meine Freundin, dann fahren wir die letzten 50 Kilometer zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie der Ort heißt. Ich kann die auch alle nicht aussprechen, deswegen erwähne ich sie erst gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Fahrrad, wie ihr seht, ist gepackt. Ist nochmal ordentlich was draufgekommen. Ich habe nochmal ordentlich was zu trinken geholt und was zu essen, so dass ich heute nicht nochmal anhalten muss. Gestern hatte ich die Möglichkeit, hier alles im Supermarkt zu holen. Naja, dann jetzt auschecken und dann geht's los. Also, husch, husch. So, endlich kommt die Sonne raus. Ja, ich komme gut voran. Wetter ist super, wird auch langsam echt schön warm. Was mich ein bisschen nervt, ist, ich höre gerade Radio oder zumindest schon die ganze Zeit. Radio Nacional Español, keine Ahnung wie es heißt, der Nationalradiosender, ist ja der absolute Horror. Die quatschen seit 2,5 Stunden durch. Dann spielen die ein Lied an für 10 Sekunden, denkst du, ja endlich. Und dann quatscht wieder irgendjemand darüber. Kann man so Radio hören und was die besonders witzig finden, die schalten dauernd Leute live dazu, die irgendwie so eine Autotune-Stimme haben, die total hell ist. Und das finden die total witzig. Leben die hinterm Mond? Das ist mir unverständlich. Naja, nicht aufregen, weiterfahren. Uiuiui. So, ich fahre jetzt schon seit längerem, bestimmt schon seit einer Stunde, diese lange, monotone Straße lang. Und hier ist alles voll mit, ich glaube, sind es Olivenbäume? Das sind, glaube ich, Olivenbäume. Die sehe ich auch schon easy seit einer Stunde und nichts anderes. Es ist menschenleer, keine Sau hier. Ich glaube, einmal noch Berg und dann habe ich es geschafft. Also zumindest die Berge und dann geht's nur noch flach und bergab nach Malaga. Naja, jetzt erstmal weiter huschen und nicht so viel labern. So, offiziell angekommen am höchsten Punkt der Tour, 1300 irgendwas Meter. Ist es ganz schön schön hier. Also, ja, hat sich gelohnt hier hochzufahren. Hier hinter mir sieht man nichts. Da sieht man mit der Kamera auch nichts, deswegen schwenke ich nochmal mit der anderen Kamera hin, dann sollte man was erkennen. Es wird auch wieder warm, ja, und nur noch 120 Kilometer. Kann nicht mehr lange dauern, dann bin ich endlich in Malaga. Eieiei, Berge, Berge, Berge. Es nimmt kein Ende, ich will mich nur am An- und Ausziehen. Oben ist es kalt, auf dem Weg hoch wird einem warm, ein Riesen hin und her. Na eben war schon ein Schild, das erste mittlerweile auch, 80 Kilometer nach Malaga, nicht mehr lang, dann habe ich es geschafft. Es wird aber auf jeden Fall dunkel und ich glaube, ich werde hier auch in den Bergen wieder ins Dunkel kommen. Nach Antequera sind es irgendwie noch 20 Kilometer. Naja, bis dahin ist es auf alle Fälle dunkel und von da aus geht es dann nur noch bergab nach Malaga. So, die Sonne geht unter, es wird kalt, ich habe hier wieder ein bisschen mehr angezogen. Ja, alles andere griffbereit, hinten auf die Tasche gemacht. Ja, ist auf alle Fälle ganz schick und da über die Berge muss ich jetzt noch rüber. Oh Mann, das wird lustig. Oh, die letzten Zipfel Sonne. Das ist jetzt Antequera und ich muss sagen, es ist super warm. Also ich hatte Panik, dass mir in den Bergen kalt wird. Überhaupt nicht. Und der Ort ist auch ganz schön. Die haben ja noch ihre ganze Weihnachtsbeleuchtung draußen. Ja, noch 50 Kilometer. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo einen Kaffee bekomme
Und dann mache ich mich auf den Weg auf die letzten 50 Kilometer. Eine Stunde später. So, ich weiß gar nicht, ob er mich sieht. Es ist nämlich echt ganz schön dunkel. Es sind noch 20 Kilometer bis nach Malaga. Ich hänge irgendwo in den letzten Bergen hier fest. Ich habe, wie man sieht, alles angezogen, was ich mir anziehen kann. Mir ist sicke kalt. Ja, noch eine Stunde soll ich brauchen. Ich sehe Malaga schon, aber es kommt einfach nicht näher. Immer mal wieder, wenn man so ein bisschen weiter oben ist, sieht man es. Dann fährt man wieder runter. Es ist so ein Rauf und runter, rauf und runter. Ja, kann nicht mehr lange dauern. Stündchen, 1,5 oder so. Dann bin ich da. Oh Mann. So, in Malaga angekommen. Geschafft, hätte ich nicht gedacht. 570 Kilometer, über 6.500 Höhenmeter. Jetzt ist laut. Ja, es war auf alle Fälle hart. Und jetzt fahre ich die letzten paar Kilometer in die Airbnb-Butze. Da wartet meine Freundin auf mich. Und wir sehen uns dann beim Last Man Standing von 8 Bar wieder im Velodrom, jetzt bei den Six Days. Und bis dahin fahrt vorsichtig, ihr lustigen Knusperstecken. Ciao!